Ja, das nach den 2 Tagen in München, wo ich und meine Kollegen trainieren haben, wir sind schon hier und ich denke, dass die Jetlag ist schon vorbei. Ich denke, die ersten Tage waren wichtigste Tage für uns und ich hoffe, dass alle Spieler schneller die Uhrzeit umgestellt und heute, ich muss ehrlich sagen, dass ich fühle mich schon wie in Europa in diesem Moment und ich merke keinen großen Unterschied. Klar, wahrscheinlich in Kleinigkeit, das sieht man, aber sonst wir freuen uns sehr auf das Spiel für morgen und klar, dass ein Spiel in solcher Stadt wie LA, das ist immer was Neues, was Gutes und wie ich habe gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir können hier sein und auch zu trainieren oder zu spielen. Okay, so Yes. the question was about new season and new luck. You traveled here to the States. Do you feel tired, maybe because of the jet lag after traveling so many hours? And are you happy to start and to play and face tomorrow Arsenal? The answer was, well, we're here now for it's the second day here, actually, and I think that the jet lag is almost over. The first day is always the most important day in after such a long travel. But we got used to it pretty fast, I have to say, to this new time zone here. And about today, I feel like I'm in Europe. I have to say there's no difference, no real. Problems after this long flight and the jet lag, just maybe in small things where you can see that you are maybe still a little bit jet lagged, but we are happy to be here to play tomorrow against Arsenal and to play a match here in this great city in Los Angeles, and we are very much looking forward to the match tomorrow. Okay, zweite Reihe, Tobias Altscheffel. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass in diesem Moment ist, das weiß jeder, das ist nicht optimal, dass wir in diesem Moment so viele oder so wenig Profispieler im Kader haben, aber klar, dass wir haben noch ein bisschen Zeit und ich denke, dass nicht nur ich, aber auch die Spieler warten auf die neuen Spieler und ich meine nicht, dass kommt einer oder zwei, klar, wir brauchen auch ein bisschen mehr Spieler, nicht nur zu spielen, aber auch für Konkurrenz im Training und auch für Qualität nach oben zu bringen. Und ich hoffe, dass die Vorstand und die Leute, die arbeiten dran, die machen das und die verstärken auch uns als Mannschaft, nicht nur als junge Spieler, aber auch die Spieler, die können direkt, die Pflichtspieler und die können direkt auf die Top-Niveau spielen. Und das ist klar unser Wunsch und ich hoffe, dass sowas passiert gleich per Tage wahrscheinlich. Stefano. Okay, so you have many youth players on board here onto this trip. It's 17 professional team players in total, and the youth players on top. What do you think? How many players do you need more for your squad? The answer to this was, well, I think it's not maybe optimal or optimum not to have so many professionals in the squad with the 17, but we still have time. The transfer window is still open, and we are waiting for new players to actually maybe arrive, and 1 or 2 more players to be competitive, especially in training where we have our competition between the players, and it would be good to have 2 or 3 more in there to also increase the quality of the team. But this is what the directory board is taking care of, and but the youth players of course help and support, and they can play at top level as well, and we will see what happens in the next few days. Als dahinter Klaus Bergmann. Herr Lewandowski, der neue Vertrag oder die Vertragsverlängerung ist noch nicht eingetütet, aber Sie würden sich inzwischen so wohl in München fühlen, dass das wohl darauf hinausläuft. Was sagen Sie dazu? Und Sie sind jetzt 5 Jahre in München immer deutscher Meister geworden, aber der ganz große Titel, den Sie wahrscheinlich anstreben, fehlt noch. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie in München auch noch Champions League gewinnen? Ich probiere Antwort auf die zweite Frage.
Das ist die Frage, wieso wir warten auf die Transfer. Sonst wird es schwierig, was über große Titel zu spielen. Klar, wenn du willst, auf Top-Niveau zu bleiben und auf Top-Niveau zu spielen und glauben und denken an alle Titel zu gewinnen, dann klar, das brauchst du auch verstärkte Mannschaft zu haben. Wir wissen das letzte 2 Jahre wahrscheinlich, dass die Bayern hat keine große Transfer gemacht, aber ich denke, jetzt ist Zeit, ist schon gemacht, aber Zeit zum Weitergehen mit dem Transfer und mit dem Vertrag. Ich kann nur sagen, dass wir sind im Gespräch. Wie lange das dauert, das weiß noch nicht genau, aber bestimmt wir sind auf der Weg und auf jetzt kann ich nur sowas sagen. Okay, the question was, Rummenigge said about the new contract that's not signed yet, but you're on a good way to sign a new extension of your contract. You feel well in Munich, obviously. You've been playing for Bayern now for 5 years, and you always became German champion in this period, but I think that the big title is still missing, the win of the Champions League. How confident are you to be able to win this big title, the Champions League? The answer, well, we have to wait for more transfers maybe to come. It's difficult to win such a big title without new signings, and if you want to play at top level, you need certain qualities and you need a strong team to be competitive. And we haven't done any really big transfers in the last 2 years, but we need new signings. This is what I can say. And if we talk about the extension of my contract, I think that we are on the right way. Okay, Florian Plettenberg. No, einfach so. Eine Frage auch nochmal zu deiner Zukunft. Karl-Heinz Rummenigge hat gestern gesagt, euer Verhältnis hat sich auch ein Stück weit verändert. Du fühlst dich sehr, sehr wohl, das hat sich entwickelt. Kannst du aus deiner Sicht beschreiben, fühlst du dich jetzt aktuell wohler als vielleicht noch vor 2 oder 3 Jahren? Und kannst du dir wirklich vorstellen, bei Bayern 2021 vielleicht deine Karriere auch zu beenden? Ja, ich fühle mich sehr wohl, klar, in München auch zu leben, nicht nur zu spielen. Das ist klar, das ist kein Thema. Aber gibt es auch die Sache, wo nicht alle von mir entscheidend sind. Und das ist was, wir müssen ein bisschen noch sprechen. Und ob das ich Karriereende bei Bayern kann, dann ich denke, das ist noch zu früh. Trotzdem, wenn ich weiß nicht, wenn die Vertrag läuft, noch 4 Jahre, das ist noch zu früh. Ich will noch länger spielen und auch Top-Niveau meine ich. Und deswegen in diesem Moment habe ich 30, fast gleich 31 Jahre alt, aber das bedeutet, dass ich fühle mich nicht auf 31 Jahre. Das ist immer ein paar Jahre hinten. Und die Frage, wie lange kann ich und wie lange ich möchte noch spielen, das ist die nächste Frage, aber die Frage wäre richtig stehen, ich denke, im nächsten 3 Jahren. Dann kann ich wahrscheinlich mehr sagen, antwortet, wie lange kann ich noch spielen und wo kann ich meine Karriere beenden. Aber wie ich habe gesagt, in diesem Moment, ich denke nicht auf meine Karriereende, weil das dauert noch ein paar Jahre und gute paar Jahre. Und ich denke deswegen, bis wann habe ich Spaß zu spielen, bis lange ich will noch spielen. Mhm. So the question again about your future, Rummenigge said that the relationship between you two and between you and the club is really good. So you're really feeling well at this club here. Do you feel better than maybe 2 or 3 years ago? And can you imagine to end your career in 2023 at Bayern? The answer to this, well, I feel really well, not only with the team to play here at Bayern Munich, but also I love the city and so on. And it's not only depending on me, it depends also on other factors. But we still have to finish our talks, our negotiations. And I think it's a little bit too early to say that I want to end my career in 2023. If I get this extension of the contract, I mean, it's not, I would like to play long.
longer, of course. I still feel really young with almost 31 years or 30 years. I don't really look at at the end of the career, and I don't really feel that old. And how long I want to play, I still have to figure out then. Let's maybe talk in the next 2 or 3 years about it, and then I might give you a response where and how I would like to end my career. But I'm not thinking about it now, not at all. And I want to see how many years I will be still fit and still enjoy football. Haben wir noch 3 Fragen, bitte? Yes, please. Left. Na, Englisch, Deutsch. Okay, also die Frage war jetzt zu Hernanes und Pavard, den neuen Spielern bei Bayern München. Ja. Deutsch, okay. Ich muss ehrlich sagen, wir haben uns 3-mal trainiert, das ist ein bisschen zu wenig, aber klar, das ist der Spieler, der kann auf viele Positionen spielen und ich denke, solche Spieler kann uns wirklich helfen in dieser Saison. Wenn du Weltmeisterschaft gewonnen bist, das bedeutet das, und dann hast du gespielt, dann bedeutet das, musst du auch die Mannschaft verstärken und Erwartung auch von diesem Spieler ist hoch, ich denke. Aber ich denke, dass er ist bereit, auf Top-Niveau zu spielen bei Bayern und zeigen, dass mit dem Bayern kann auch erfolgreich sein. Okay, the answer to this was, we didn't have so many training sessions so far with the 2 new signings, and I think both players can help the team definitely with their quality. They can play in different positions, they're very flexible, so this helps the team definitely. And if we look at both, they're both world champions, they won the World Cup, so and they played actually as well during the World Cup, so the expectations of course are kind of high, but I think that both are ready to play at the highest level and to be successful with FC Bayern Munich. Okay, 2 Fragen noch. Frank Linkisch, hin bitte. Du hast gerade gesagt, du fühlst dich unbedingt, er hat gestern gesagt, du hättest einen Körper wie Arnold Schwarzenegger. Was ist denn dein Geheimnis? Und das ist ja zum Beispiel Ronaldo mit fast 35 ist ja auch super fit und bringt auch noch super Leistungen. Ist ja so eine Art Vorbild dann auch für dich, körperlich? Ich habe seit Jahren wusste, wenn ich will, ein bisschen länger Fußball zu spielen, ich muss kommiert dran, nicht nur auf mein Training auf dem Platz, aber auch oder wie ich esse oder was ich mache, auch Außentraining und wie ich individuell trainiere, zum Beispiel im Kraftraum oder Fitness. Ich weiß, das ist auch wichtig für den körperlich, zu fit und gesund länger bleiben. Und klar, das kannst du nicht immer wissen, ob das du fit immer bleiben, weil klar, auf dem Platz kann immer was passieren, aber ich denke und ich hoffe, dass das, was ich alles mache seit Jahren, bedeutet, das kann ich länger spielen und länger Spaß im Fußballleben zu bleiben. Und ich weiß, dass es jetzt zu kurz zu erklären, was ich mache, was ich kenne, was ich probiere zu verbessern, nicht nur auf dem Platz, aber außen auch. Und ich weiß, dass jede Details manchmal, siehst du nicht direkt, die effektiv, aber die Effekte kommen immer später und ich weiß, das ist wichtig und die Fußballkarriere dauert nicht so lang und ich versuche alles Beste nehmen von dieser Zeit. Okay, so the question was, you said before that you don't really feel like 30 or 31 years. Karl-Heinz Rummenigge just said that your body looks like the body of Arnold Schwarzenegger. And if we see Ronaldo at his age, he can play also still at a very high level. Is he like a role model for you? The answer to this. Well, of course, you have to pay attention, not only in training, but also how you eat, your nutrition, and what you do off the pitch, and to train your fitness. That is what you have to pay attention to and be careful of to be able to play longer, more years. And of course, I want to be in good shape physically, and I train on that. But you never know how long you can stay fit, especially in football. A career of a football player doesn't last that long, but I try my best, and it would be a little bit difficult now to explain what I especially do to keep myself fit, what I try to do to keep myself in a good shape. But it's small details, but they are all important to then have an effect and
be able to play a longer period of time and for hopefully many years more. Dann die letzte Frage bitte, Jörg Althoff. Hier. Robert, nochmal ganz klar nach, verlängern oder nicht verlängern beim FC Bayern, auch davon ab, für die Mannschaft verstärken. Gibt es auch viele andere Sachen, wo kann auch entscheiden. Aber ob das die Transfer, das ist auch drin. Dann, ich weiß, dass wir haben auch mit dem Vorstand gesprochen und ich habe auch ein paar Informationen bekommen. Aber klar, dass in diesem Moment die machen Job und klar, die haben auch keinen Kopf zum Beispiel, das alles schon schneller erklärt, aber klar, das ist auch wichtig, auch für die Zukunft, für die Bayern, was die Bayern plant, aber das ist nicht die wichtigste Sache in diesem Gespräch. Okay, the question was again about the extension of your contract. Did I understand you correctly that it depends also if there are new players signed or not? The answer to this was, well, it's not only this, it's many other things who decide or who will decide on the extension of my contract. But yeah, obviously transfers are also included and are playing a role here. But I talked to the board and I got some info from them and we talk about it as well, of course. But they do their job and we just have to be patient. It's important also for the future of Bayern in general, of course, and but not the most important part in my decision to extend the contract. Okay, danke dann für den Moment. Das war's mit Robert Lewandowski. Gleich kommen wir mit dem Trainer Nico.